So, keine Ausflüchte mehr. Aber erstmal, hey, ich bin Niklas und ich möchte euch gerne etwas erzählen. Etwas, das ich sehr, sehr lange schon mit mir herumtrage. Wobei das so negativ klingt. Eigentlich ist es überhaupt nichts Negatives, sondern etwas über alle Maßen Positives. Zumindest für mich. Aber wovon möchte ich euch erzählen? Nun ja, von einer Geschichte. Beziehungsweise vielmehr von einer Sekundärwelt, die mich seit meiner späten Kindheit begleitet und mich seither in ihren Bann gezogen hat. Und ich möchte euch von der ersten Geschichte erzählen, die in ihr spielt und die ich zu ihr veröffentlichen möchte. Und zwar in Einzelromanform. Eine in sich geschlossene Geschichte, die in diese Welt einführen soll, quasi. Also nicht nur in diese Welt einführen soll. Ich habe eigentlich noch mehr damit vor, mit dieser Geschichte, aber ja, dazu später mehr. Wenn es darum geht, diese Geschichte einem Genre zuzuordnen, dann spreche ich eigentlich immer von einem Polit-Thriller, der in einem Spätmittelalter-Szenario mit Science-Fiction- und Fantasy-Elementen angesiedelt ist. Und wenn ich Spätmittelalter sage, dann meine ich das auch tatsächlich so. Sogar eher das Ende des Spätmittelalters im allmählichen Übergang zur Neuzeit. Dementsprechend hinsichtlich militärischer Entwicklungen oder militärtechnologischer Entwicklungen, einer vollkommenen Plattenrüstung, also der klassischen glänzenden Ritterrüstung, der volle Harnisch, Schusswaffen, Schießpulver, Schützengräben und aber auch Elemente wie Buchdruck und allerlei mehr Elemente, die ein sehr spannendes Szenario begründen. Zumindest für mich sehr spannendes Szenario. Doch wovon handelt dieses Buch nun im Speziellen? Nun ganz einfach erklärt, eigentlich von den letzten Tagen eines Reiches, das in einem Bürgerkrieg zu verenden droht. Und zwar wortwörtlich von den letzten Tagen. Es sind kaum mehr 10 Tage und diese werden aus der Sichtweise von 4 Protagonisten geschildert, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Wenn man mich aber, ich sag mal, löchern würde oder im Detail erfahren wollen würde, worum es denn wirklich geht, letzten Endes, dann würde ich wohl eher sowas sagen wie, wir schreiben das Jahr 1314 nach der sogenannten Reformation der Welt. Alle Augen blicken auf Nuvesgeim, nicht nur ein Reich zwischen den Fronten, sondern auch eine Landbrücke, die 2 Weltteile miteinander verbindet. Dadurch, dass es über Jahrtausende auch sehr stark durch Vulkanismus geprägt wurde, ist seine Erde besonders fruchtbar und durchsetzt von wertvollen und mitunter seltenen Mineralien. Nicht nur wird hernach über den Landweg sehr viel Handel betrieben, sondern auch über seine Häfen. Ob jetzt nach Norden durch das Binnenmeer oder nach Süden über den Ozean. Nuvesgeim nimmt eine tragende Rolle im Welthandel ein. Und das schon allein aufgrund seiner strategisch perfekten Position. Umso reicher ist die Geschichte seines Volkes, die weit in mythische Vorzeiten zurückreicht. Allerdings, wie eben beschrieben, steht Nuvesgeim nun vor einem Bürgerkrieg. Dann hat eben dieses Volk seine Regierung abgesetzt und die Adeligen verfolgt und gelyncht. Und die wenigen noch Ehrbaren unter den Edelleuten versuchen nun durch einen Gipfel eine Lösung für alle zu erzielen. Dieser Konflikt gärt jedoch schon viel zu lange. Und so kommt es dazu, dass nicht nur Scharen vor der Hauptstadt kampieren, sondern auch Massen durch ihre Straßen strömen, um vor dem Ort der Entscheidung, der Zitadelle, in der der Gipfel stattfindet, das Ende dieser Verhandlungen zu erwarten und eben eine Entscheidung. Es ist ein Szenario, in dem zahlreiche Ansichten aufeinandertreffen, zahlreiche Gesinnungen verschiedener Zünfte, die eine politische Wirkung auf nicht nur auf die Wirtschaft des Landes ausgeübt haben, sondern auch auf das gesellschaftliche Gefüge.
aber auch durch politische Vereinigungen an sich, verschiedene Parteien, verschiedene Bürgergruppierungen, die sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gebildet haben. Unter diesen, oder vielmehr über diesen übergeordnet die sogenannten Ossendeti, die, wie angedeutet, eigentlich größte Bürgerbewegung. Anfänglich klein, als dieser Konflikt begann, aber jetzt eine umfassende Mehrheit bildend. Eigentlich deckt sie den Größteil des Volkes ab. Nun, während also dieser Gipfel stattfindet, ist ein Trupp dieser sogenannten Ossendeti auf dem Weg, diesen durch einen Anschlag zu sabotieren. Ganz wichtig dabei, unter dem Trupp befindet sich eine junge Freiheitskämpferin namens Kerie, die zu dem Teil des Trupps gehört, der das Sprengmaterial direkt zum Tor der Festung liefern soll. Dieser Anschlag soll nicht nur eine Symbolkraft innehaben, sondern auch, wenn er glückt, zur Auflösung des Gipfels und zur Flucht seiner teilnehmenden Parteien führen. Und dann schnappt die Falle zu. Denn unterhalb der Stadt, in einem geheimen Hafen, wo verschiedene Fluchttunnel auch hinführen von der Zitadelle aus, warten die 3 Führer der Ossendeti auf die Ankunft dieser fliehenden Parteien. Einer dieser ist ein Mann namens Ilestan. Er gehörte wohlgemerkt zu den Grafen, die die Nuvesgeim-Krise überhaupt erst zu verantworten haben. Aber statt dem Gipfel beizuwohnen, weil er den Prozess erhält, sitzt er ihm als Zeuge bei, um gegen seine noch verbliebenen Genossen auszusagen. Und das ist die Situation zu Anfang des Buches. Die Massen vor der Zitadelle und vor der Stadt toben, die Schlinge zieht sich zu und wenn nur ein weniges fehlgeht, dann wird Nuvesgeim alle anderen Reiche, die sich um es befinden, mit hinabziehen. Das Ergebnis? Ein Weltkrieg, der diese Ära beenden wird. Aber erscheint noch eine andere Partei an den Fjorden unweit der Stadt. Ein Trupp fremdländischer Kriegerinnen und Krieger, deren Anwesenheit allein die Wende bedeuten könnte. Tja, und so beginnt die Geschichte. Also, das ist der Anfang des Buches. Wir haben die 4 Protagonisten in Kerie, der Freiheitskämpferin der Ossendeti, Ilestan, dem ehemaligen Grafen, Shiita, die ich noch gar nicht eingeführt habe, wird mir mal gerade klar. Sie ist, ja, ich sag mal, eine Seherin und ein integraler Bestandteil der Führung der Ossendeti. Also sie gehört zu den 3 Führern dieser Volksbewegung. Und ja, zu guter Letzt den Kommandanten der mysteriösen fremdländischen Kriegertruppe. Aus diesen doch recht unterschiedlichen Blickwinkeln möchte ich die Geschichte oder erzähle ich die Geschichte so hautnah wie möglich, von Moment zu Moment. Das macht es mir möglich, jede Entwicklung im Verlauf dieses Konfliktes aufzuschlüsseln und ihre Auswirkungen auf die Umgebung und die einzelnen Figuren darzustellen. Besonders wichtig dabei sind mir die kleinen Momente, also das Alltagsgeschehen in der Stadt, während diese ganze Situation Gestalt annimmt. Das vor allem durch die Augen Keries und der Kriegertruppe, die in diesen Konflikt hineingezogen wird. Was auf politischer Ebene geschieht, wird durch Ilestans Blickwinkel beleuchtet. Gegenstück dazu die 3 Führer der Ossendeti bzw. die Perspektive Shiitas. Dabei ist es mir besonders wichtig, es so authentisch wie möglich zu halten. Also das ist eigentlich man kann es schon als Credo bezeichnen. Ich sage dazu immer eine historische Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit in jeder Hinsicht. Das heißt, dass viele verschiedene kleinteilige Aspekte in dieser Welt auf diverse geschichtliche Ereignisse zurückzuführen sind. Also alles hat, kann man sagen, eine Vorgeschichte und einen Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Warum die Menschen sich so verhalten, wie sie es tun und warum Regierungssysteme bestehen oder Ansichten. Das betrifft natürlich auch technologische Entwicklungen und wie Magie- und Fantasy-Elemente in diesem ganzen Setting einzuordnen sind. Dazu bin ich ein Verfechter des Prinzips, diese Welt durch die Charaktere lebendig werden zu lassen, also durch den Dialog, durch das, was sie tun. Ich vermeide es sehr stark, diese erzählende Perspektive einzunehmen, also dass ich als Erzähler im Text
irgendwelche Sachverhalte darlege, wird man selten bis überhaupt gar nicht sehen eigentlich. Ich finde es viel spannender, wenn sich der Kontext aus dem Dialog erschließen lässt, beziehungsweise ja, die Charaktere Informationen über diese Welt in einem Gespräch miteinander einfach fallen lassen. Auf natürliche Art und Weise, so wie es in unserem Alltag eigentlich geschieht. Ich meine, wenn man völlig Fremden irgendwie mal zuhört, wenn man in einer Stadt ist oder so, und dann lassen sich auch diverse Dinge einfach herleiten über ihr Leben oder über die momentane Situation oder so. Mal ganz davon abgesehen, dass das umso mehr Spaß macht, Dialoge nach diesem Prinzip zu konstruieren. Das spielt auch gleichzeitig in die Bildung einer glaubwürdigen und vor allem dichten Atmosphäre mit hinein. Ich finde, es macht einfach diese ganze Welt und Situation und das Miteinander der Figuren greifbarer, menschlicher. Ob mir das natürlich alles so gelingt, sei jetzt mal dahingestellt. Das wird sich ja zeigen, wenn ich mal die Leseprobe rausgebe. Aber ja, das ist so meine Absicht mit dem Ganzen. Das bringt mich dann auch zum nächsten Abschnitt dieses Videos, und zwar zunächst mal die Zielgruppe. Ich meine, an wen ist die Geschichte gerichtet? Logischerweise zuerst mal an mich selbst. Ich schreibe sie natürlich aus dem eigenen Vergnügen heraus, primär, aber selbstverständlich habe ich beim Schreiben auch eine bestimmte Vorstellung, wer diese Geschichte mal lesen wird. Und das würde ich mal so definieren, beziehungsweise ich würde mal bei jungen Erwachsenen ansetzen, auf jeden Fall. Und die Fantasy-Community einschließen, genauso wie Menschen, die sich für historische Romane interessieren, aber auch die Science-Fiction-Community, weil ich bin sehr überzeugt davon, dass wenn man Fantasy oder Science-Fiction liest, man auch das jeweilig andere liest. Zumindest ist das meine Erfahrung, fußend auf mir selbst und Bekannten, Freunden, Verwandten, mein ganzes Umfeld im Verlauf meines Lebens eigentlich. Und natürlich eigentlich auch Teenager, jeder, der sich dafür grundsätzlich interessiert, auch nur ein entferntes Interesse an diesen Elementen hat, an Politik, Philosophie oder an mittelalterlichen politischen Thrillern. Ja, und sich vor allem auch für das Spätmittelalter interessiert, da zumindest meiner Auffassung nach dieses Feld sehr wenig von Fiktion bedient wird und ich das sehr schade finde. Natürlich spielt da auch mit rein, dass ich da vorgeprägt bin seit meiner Kindheit. Ich meine, Ritter und Könige und Königinnen und so weiter, dieses ganze Setting. Natürlich fand ich das schon immer cool. Es ist einfach ein Setting, was mich brennend interessiert und von daher auch die Grundlage für diese ganze Welt, an der ich so lange arbeite, bietet. Hernach ist damit zu rechnen, dass die Geschichte auch entsprechend gewalttätig ist, aber nicht um der Gewalt willen selbst, sondern nutze ich sie eigentlich ausschließlich, um den ganzen Plot voranzutreiben. Beziehungsweise, wenn sie exzessiv wird, hat sie auch einen Grund dazu, exzessiv dargestellt zu werden, um die Charaktere zu motivieren zu einer gewissen Handlung oder ja, ihre Persönlichkeit zu beeinflussen, die Charakterentwicklung voranzutreiben, beziehungsweise inwiefern sie dadurch negativ beeinflusst wird. Damit bin ich schon weiter ins Detail gegangen, als ich ursprünglich wollte, was allerdings auch die Absicht hinter diesem Channel ist, denn ich möchte mir eine Plattform schaffen, auf der ich frei herumphilosophieren kann, weil es mich auch kreativ nochmal nähert, überhaupt darüber zu sprechen. Und ja, vielleicht findet sich der ein oder andere, der sich dafür interessiert, schon im Vorhinein und dem ich dann schon mal die Leseprobe schicken könnte, wenn ich sie dann soweit habe. Das wird noch ein klein wenig dauern, aber ohne Beta-Leser kann ich mich als Autor auch nicht großartig verbessern. Deshalb freue ich mich über jeden, der dazukommt.
Zum Abschluss möchte ich dann gerne noch auf den Status dieses ganzen Channels und auf den Status des Buches eingehen. Sprich, wie weit bin ich überhaupt? Nun, ich sag's mal so, weit genug, dass ich schon was rausbringen könnte, wenn ich wollte. Daran soll es jetzt nicht liegen, aber es ist noch viel zu tun, denn ich habe eine sehr perfektionistische Ader, leider Gottes, oder vielleicht auch zum Guten, hoffentlich zum Guten. Dementsprechend habe ich noch sehr viel Feinschliff zu tun und noch ein paar Kapitel mehr zu schreiben auf jeden Fall. Deswegen wird sich das Ganze noch verschieben. Aber genau dazu soll dieser Channel nämlich dienen, um regelmäßige Updates zu liefern. So regelmäßig wie möglich natürlich. Aber auch, um diese ganze Welt, diesen ganzen Kosmos, der mich so lange schon begleitet, euch näher zu bringen. Das heißt, ich werde auf einzelne Aspekte eingehen dieser Welt, auf einzelne Aspekte dieser Geschichte. Ich möchte nochmal separate Videos zu der Struktur des Einzelromans machen und zu den Charakteren nochmal ein separates Video, was vermutlich das nächste sein wird. Zu der Hauptstadt, zu dem Reich an sich, zu den umliegenden Reichen, zu dieser ganzen politischen Situation überhaupt, vor allem zu dem Setting. Ich meine, was ist dieses Fantasy-Spätmittelalter überhaupt? Dieses Fantasy-Science-Fiction-Spätmittelalter. Aber auch dann zur Astrologie, zu den Kalendern und zu den Sprachen und den einzelnen Völkern. Ich meine, das sind ja alles Sachen, auf die ich natürlicherweise hier in dem ersten Video gar nicht eingehe. Oder auch solche Detailfragen wie, warum Novus Skyrim ein stehendes Heer hat, wie das überhaupt in diesem Kontext funktioniert, weil es ja für das Spätmittelalter sehr untypisch ist. Und auch alles Mögliche, was euch interessiert, was ich vielleicht in Kommentaren finde, falls die Videos überhaupt Gehör finden. Und gerne möchte ich euch auch da einbinden, also auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende, zumindest für jetzt, vorerst. Vielen Dank an jeden, der zugehört hat, und ja, ich freue mich über jeden, der dazukommt. Lasst mir gerne Kommentare da. Ich würde sie sehr gerne lesen, eure Meinungen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.